moderner, extremer und mit echter Rennsport-DNA. Und die große Frage ist es noch ein 190er oder ist es ein komplett neues Auto? Ein Mercedes 190e Evo 2 ist für viele Mercedes-Fans schon heilig. Dieses Fahrzeug hat HWA neu aufgebaut. Ich bin heute im HWA-Werk und bekomme alle Evo R, 3 Stück an der Zahl, die am 24-Stunden-Rennen teilgenommen haben, vor die Kamera. Diese Fahrzeuge sind keine Messefahrzeuge, keine Showcars, sondern das sind Fahrzeuge, die durch die grüne Hölle gegangen sind. Genau das schauen wir uns heute gemeinsam an. So, jetzt sind wir bei HWA angekommen. Wer ist HWA? Die Firma wurde gegründet von Hans-Werner Aufrecht. Ehemals war er auch ein Mitgründer von AMG. AMG wurde verkauft an Mercedes und er hat zeitgleich HWA gegründet. Und was HWA alles im Detail macht und wie sie es machen, das schauen wir uns an. Und ich werde den Evo, der ja in aller Munde ist, auch seit dem 24-Stunden-Rennen auch zu Gesicht bekommen, sowie einige Prototypen. Das erste, was ich hier sehe, meine aufmerksamen Zuschauer werden sicherlich das Video Techno Classica Essen vor 1,5 Jahren gesehen haben. Dort habe ich einen der Prototypen vorgestellt und der steht hier direkt in der Eingangshalle. Das ist noch ein Konzeptcar, also der ist noch nicht fertig gewesen, da sind noch keine originalen Scheinwerfer und so drin. Da ist nur ein Bodykit dran an dem Fahrzeug, so stand er auch nicht mit originaler Innenausstattung und nicht im originalen Motor. Und ich sehe jetzt auch, dass die Türen hier schon Carbon sind, das war damals auch noch nicht gegeben. Der Herr Aufrecht hat mich da nämlich mal reinschauen lassen. Das Fahrzeug ist optisch natürlich ein Highlight, ja. Und dann vor allen Dingen hier im Eingangsbereich. Das hätte ich bei mir in der Firma auch gerne. Und dann sehen wir hier nebendran den Evo R. Das ist jetzt das Sonax-Fahrzeug. Das ist das Fahrzeug, was beim 24-Stunden-Rennen von vor, jetzt müsste ich lügen, 3 Wochen, den 3. Platz gemacht hat in der SPX-Klasse. Und da kann man natürlich wunderbar noch die grüne Hölle-Spuren sehen. Ich finde es beeindruckend. Das ist natürlich, ich kenne jetzt nicht die genauen Unterschiede zum Evo und dem Evo R, aber ich glaube, da werden wir hier bei HWA noch einiges drüber erfahren. Ja. AMG und Motorsport, das gehört zusammen und auch heute noch ist die Firma HWA natürlich im Motorsport tätig. Und hier haben wir mal einige Fahrzeuge und natürlich auch den Evo 2 als Mercedes-AMG-Fahrzeug. Und hier sehe ich gerade, oh, das ist der DTM-Gewinner mit dem Ludwig von 92 in dem alten Originaldesign. Und hier sieht man auch sehr schön die Vielfalt, zumindest ein Teil. HWA hat noch viele, viele andere Fahrzeuge entwickelt und auch gebaut, sowie auch den CLK GTR, was viele von euch sicherlich so in der Form nicht wussten. Ich bin gespannt, was wir noch alles sehen, weil man hat mir gesagt, das sei nicht die einzige Vitrine, da gibt es noch ein paar mehr. Schön ist auch natürlich die Anzahl der Siege, die sie haben einfahren dürfen. Klasse, ich bin jetzt schon beeindruckt. Jetzt dürfen wir einen Blick in die Fertigung vom Evo werfen und direkt auf dem Weg dahin passieren wir hier den Prototyp 6 vom Evo und direkt daneben im Parkside-Look, aber nicht der Evo R, sondern den Evo, der zu Werbezwecken verwendet wird. Beides natürlich tolle Fahrzeuge. Und wer meine Videos aufmerksam verfolgt, Fury Concorso in Como, da habe ich euch dieses Fahrzeug auch schon präsentiert. Jetzt haben wir die Möglichkeit, einmal einen Soundcheck zu erleben. Bin ganz gespannt, wie der klingt aus der Nähe. Also wenn man dann mal Platz nimmt, dann hat man schon ein gutes Gefühl. Also der Sitz und so, das fühlt sich alles sehr, sehr gut an. Es ist auch alles klar von den Bedienelementen her, weil das ist ähnlich gestaltet wie beim 201er, aber natürlich alles deutlich moderner. Auch allein schon das Digitaldisplay, was wir hier haben, ist von HWA entwickelt. Auch das ist nicht zu vergleichen mit einem normalen Digitaldisplay. Das ist sehr, sehr aufwendig, weil das auch ein sicherheitsrelevantes Bauteil insofern ist, dass es auch sicherstellen muss, dass es das anzeigt. Da gibt es auch von der Steuerung her einige Vorgaben. Und die Knöpfe sind alle extrem groß. Also selbst wenn ich mal Rennsporthandschuhe anhätte, könnte ich die Taster alle bedienen, Fensterheber elektrisch. ESP kann ich abschalten. Ansonsten ist es ja 6-Gang-Getriebe. Handbremse haben wir wie keine elektrische. Ich finde ja mechanische Handbremsen immer ganz toll. Einsteigen, losfahren, Spaß haben. Ja. So, auf dem Weg in die Fertigung laufen wir jetzt hier an der Sattlerei vorbei. Dort sehen wir die ganzen Teile, wie sie vorbereitet werden und auch für die teilweise beledert werden und der Himmel wird bezogen. Und wenn man sich das mal im Detail anschaut, diese Nähte, was da für Arbeit drin steckt
und die Qualität auch der Nähte, also da muss ich schon sagen, das ist schon obere Liga. Also wer sich da ein bisschen mit auskennt, auch wenn wir die Sonnenblende uns angucken, die ist auch komplett beledert und da ist auf dem rückwärtigen Bereich eine Handnaht, das ist mit der Hand gemacht. Also da muss ich schon sagen, das ist sein Geld wert. Absolut. Und jetzt gehen wir in die Montage und gucken wir mal, wo das alles eingebaut wird. Das ist natürlich auch spannend. Jetzt kann man sehen, eine uneingebaute Tür, die ist auch noch nicht lackiert, die ist noch im Rohbau, vorbereitet für die Montage und dann wird sie sicherlich, wenn die Vorbereitung abgeschlossen ist, nachher in die Lackiererei gehen. Aber da kann man schon sehen, auch was für ein Aufwand das ist, so eine Tür zu machen. Die ist halt extrem komplex, gerade wenn man sie aus Carbon macht. Und alle Teile, Außenteile sind ja aus Carbon an dem Fahrzeug. Und auch das Lackieren von Carbonteilen, die Oberfläche, bis die nachher so perfekt aussieht wie bei den Fahrzeugen, die wir bisher gesehen haben, da sind unheimlich viele Arbeitsschritte notwendig. Das ist nicht vergleichbar mit normalen Fahrzeugen, die ihr so kennt, wo wir eine Blechaußenhaut haben, die ist deutlich glatter. Bei diesen Türen kann man ganz klar sehen, dass die eine Struktur haben in dem Carbonmaterial und die muss man halt erstmal ausgleichen. Also das ist schon viel Handarbeit. Da sind schon ein paar 100 Stunden drin. Auch spannendes Thema, ein Tank. Das ist jetzt der Tank für den Evo. Ein reiner, optisch zumindest, Rennsporttank, extra für das Fahrzeug entwickelt. Also das hat nichts mehr mit dem eigentlichen 190e zu tun. Ja, das kann man auch an solchen Details natürlich ganz klar sehen. Ja. Da sind wenige Bauteile, die da übernommen wurden. Alle kenne ich sie jetzt nicht, aber das ist, ich sage mal, 99% neu entwickelt und speziell Evo. Ja. Aber das ist jetzt auch ein interessantes und spannendes Bauteil. Da steckt auch sehr viel Engineering und Arbeit drin. Aber natürlich die Rennsporterfahrung von HWA spielt da auch eine ganz große Rolle. Die wissen halt, wie sowas zu funktionieren hat. Ja. So, hier sehen wir jetzt einen Evo, der sich in der Montage befindet, allerdings noch ohne Motor, ohne Getriebe, ohne Frontbau, ohne Heckbau. Und das, was wir hier jetzt sehen, ist quasi die rohe Karosse, zumindest in den Außenmaßen, so wie sie vom 190er übernommen wird. Und dann wird sie komplett abgewandelt. Also wir sehen hier Stahlträger, sprich das Ganze ist entsprechend verstärkt, auch als Fahrgastzelle verstärkt. Dann haben wir einen komplett geänderten Heckbereich. Alles, was Achselemente und Aufnahme fürs Getriebe betrifft, sind entsprechende Aluträger. Und natürlich viel Elektronik sehen wir hier. Und das Gleiche im Frontbereich, wenn wir dann mal nach vorne gehen, da wo dann der Motor quasi nachher reinkommt, sehen wir auch mit Aluträgern entsprechend nach vorne hin verlängert. Alles entsprechend verstärkt. Und was auch noch interessant ist, wir haben eine komplett andere Hinterachsgeometrie. Also natürlich ist das Fahrwerk ein komplett anderes, aber wir haben auch hinten, oben und unten liegende Querlenker. Und alles ist natürlich klar, Rennsport-DNA. Und jetzt gehen wir zu einem Fahrzeug, das schon die Hochzeit hinter sich hat. So, jetzt sind wir hier an dem Fahrzeug, wo der Motor montiert ist, das Getriebe montiert ist. Und da kann man natürlich einige Details, die man beim fertigen Fahrzeug nicht so im Detail erkennen kann, wo auch die Steuergeräte sitzen und so, das kann man alles sehr schön erkennen, das Fahrwerk, die Bremsanlage. Und was ich auch mega spannend finde, ist der Zugang, der hinter der Rückbank sein wird, wo die Riemen für die Hydraulikelemente sowie Lichtmaschine und so weiter, da wird eine Klappe drüber montiert und dahinter können dann die Servicearbeiten durchgeführt werden. Aber es ist natürlich ein Demontageaufwand notwendig. Ja. Also von daher und Rückbank und natürlich überhaupt die Innenausstattung. Das ist alles nicht mehr 201. Ja. Das ist alles HWA Eigenentwicklung. Schön, das zu sehen im Detail. Absolut. So, jetzt sind wir hier am Heckbereich. Was mir sofort auffällt, die Batterie, die Starterbatterie ist auch im Kofferraum. Also irgendwo findet man die Gene vom 201er wieder. Nein, Spaß beiseite. Also es ist natürlich alles komplett Carbon und den Tank können wir hier sehr schön erkennen. Dann die Aufhängung vom Fahrwerk, die Dämpfer können wir sehr schön erkennen und auch das Getriebe, welches schon hier montiert ist samt dem Rahmen. Und wir sehen auf der Innenseite die zwei nicht ganz kleinen Schalldämpferrohre von der Auspuffanlage von vorne. Also das ist schon Motorsport in Perfektion für die Straße. So, jetzt sind wir hier in dem Bereich, wo der Evo als Rennversion, also der Evo R, montiert wird und auch gewartet wird. Und was sehen meine hübschen Äuglein? 24 Stunden Rennen, grüne Hölle. Einmal der Zweitplatzierte, aber der Erstplatzierte von den Evos.
Den Zweitplatzierten hatten wir, den Sonax hatten wir am Anfang schon gesehen. Der steht hier zum Service. Das Fahrzeug ist übrigens verkauft. Den könnt ihr leider nicht mehr erwerben. Es gibt an dem Fahrzeug aber einige wesentliche Unterschiede, habe ich mir sagen lassen. Neben den technischen Komponenten, was Fahrgastzelle und so weiter angeht, was hier nochmal verstärkt ist und auch anders ausgeführt. Das ist das eine, der hat eine andere Bremsanlage, der hat ein anderes Motormapping. Natürlich innenausstattungstechnisch ist alles raus, da ist nur das, was rennsporttechnisch notwendig ist. Aber ansonsten ist der natürlich auch von der Aerodynamik her anders aufgebaut, ist auch breiter aufgebaut, hat andere Reifen drauf. Und, wenn ihr mich fragt, der andere sieht schon geil aus, aber der setzt nochmal eine Schippe drauf. Und der Originalschmutz von der grünen Hölle ist auch noch dran. Das sind die Hinterreifen von dem Evo R. Das sind 320er. Das hat natürlich nichts mehr mit dem 190e zu tun. Also die sind schon extrem. Also 4 Stück, fast so groß wie ich. Die bringen ordentlich Grip auf der Strecke. M276, 3 Liter V6 mit über 500 PS. Das bedarf natürlich einer sauberen Montage und auch Prüfung. Hier sind wir im Motorenbau. Hier wird wirklich bis auf die letzte Schraube der Motor komplett zerlegt und mit den notwendigen Komponenten von HWA ergänzt und dann auch komplett montiert. Und von hier aus geht er dann, bevor er ins Fahrzeug kommt, auf einen Prüfstand und erlebt einen Heißlauf. Also da muss ich schon sagen, besser geht's nicht. So, hier sind wir jetzt in einem der 4 vorhandenen Leistungsprüfstände. Ich hatte euch ja vorhin im Motorenbau schon gesagt und auch im Vorfeld, dass alle Motoren, die hier gebaut werden, bevor sie ins Fahrzeug kommen, auf einem Leistungsprüfstand geprüft werden. Hier sind wir jetzt an einem der Leistungsprüfstände mit einem bereits montierten Motor. Und auch hier ist es möglich, das Fahrbild, was sich ergibt, auf der Rennstrecke abzubilden. Sprich, die Motoren werden entsprechend der Leistung, die dann, wenn das Fahrzeug auf einer Rennstrecke, zum Beispiel auf dem Nürburgring, 24 Stunden eingesetzt wird, kann man im Vorfeld auf dem Leistungsprüfstand die kompletten 24 Stunden auf dem Motor quasi abbilden. Also das ist bis ins letzte Detail ist das hier alles vom Engineering her natürlich perfekt. Ja. Toll, das zu sehen. Klasse. Jetzt haben wir gerade den Prüfraum gesehen von dem Motorenprüfstand, wo nur der Motor geprüft wird, aber so ein Fahrzeug hat ja einen kompletten Antriebsstrang, Getriebe und das kann man hier inklusive dem Motor prüfen. Das Fahrzeug besteht ja nicht nur aus dem Motor. Den Prüfstand vorhin nur für einen Motor haben wir uns ja gerade angeschaut. Hier auf dem Prüfstand haben wir Motor und Getriebe, also sprich den gesamten Antriebsstrang, der hier getestet wird. Und das ist natürlich auch wichtig zu wissen, habe ich ein Fahrzeug, was 24 Stunden hebt, Motor inklusive Getriebe. Und ich kann natürlich auch das harmonische Zusammenspiel zwischen den beiden auch vorher prüfen, bevor ich das ins Fahrzeug montiere. Also da steckt unheimlich viel Arbeit und natürlich auch Know-how drin. Ja. Hier sind wir in der Lackiererei bei HWA. Das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, dass insbesondere die Carbonteile sehr, sehr aufwendig sind. Das sind unheimlich viele Arbeitsschritte, bis da eine glatte Oberfläche entsteht. Und hier in dem Bereich werden alle Evo-Teile für die Lackierung vorbereitet und dann im Haus, natürlich auch auf Kundenwunsch, also Sonderlackierungen sind auch möglich, lackiert. Spannend. HWA ist ja mehr. Habt ihr jetzt schon mitgekriegt. Und die haben natürlich auch einen Bereich für Servicearbeiten und natürlich auch für Restaurationen. Hier in dem Bereich sehen wir DTM-Tourenwegen, die gerade zerlegt werden als Restaurationsobjekt. Dann haben wir natürlich auch aktuelle Fahrzeuge, so wie hier den Tribute Edition, der von HWA ist, komplett in der Konstellation, so wie er hier steht. So, jetzt bin ich eingeladen, bei einer Probefahrt mitzufahren. Das Problem ist, dass selber darf ich hier nicht fahren auf öffentlichen Straßen. Man braucht von HWA aus einen Prototypenführerschein. Den habe ich nicht. Aber selbst das Mitfahren, glaube ich, wird spannend. Und dass ich mal selber ans Steuer komme, das ist auch schon in Arbeit. Allerdings dann auf einer Rennstrecke. Ich freue mich jetzt schon auf die Probefahrt. Ich bin gespannt. Ich werde berichten. Ich glaube, den Gurt hat hier hinten noch nie jemanden festgemacht. Ja, also ein bisschen schlagkräftig. Jetzt sind wir mal gespannt. 1480 Kilo, 520 PS und das mit HWA Motorsport DNA. Das ist eine Kombination. Ich kann euch sagen, das fühlt sich gut an. Also das Fahrzeug macht mega Spaß, hat einen enormen mechanischen Grip. Also da sind keine elektronischen Helferlein gewesen, die das beim Fahren unterstützt haben.
Und das Fahrzeug fühlte sich, und so wurde mir das auch von dem Fahrer natürlich immer während der Fahrt bestätigt, absolut sicher an. Also ich muss sagen, die Probefahrt hat mega Spaß gemacht, hätte noch länger gehen können, Wetter war gut, Sonne schien auch. Ich freue mich auf die nächste Probefahrt, wo ich dann mal selber hinter das Lenkrad darf. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch ein wenig gefallen und nach dem Video ist vor dem Video. Bleibt schön rostfrei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.